Name ist Laura Kirste. Ich bin am Lehrstuhl für internationales Management am Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften tätig und seit 5 Jahren an der FAU. Unser Lehrformat zielt vor allem darauf ab, die Diversität der Studierenden bestmöglich einzubinden in unsere Lehre. Da geht es hauptsächlich darum, dass unsere Studierenden von sehr vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen kommen, aber auch Diversität im Sinne der Lernstile wird bestmöglich berücksichtigt. Wir nutzen dafür innovative Lehr- und Prüfungsformate, die es uns als Lernenden ermöglichen, darauf bestmöglich einzugehen. Wir nutzen den Flipped Classroom Approach, was bedeutet, dass wir Teile unserer Lehre im Online-Umfeld stattfinden lassen und andere Teile im Präsenzumfeld. Wir nutzen den Ansatz oder das Motto Teach Students how to think, not what to think. Und dementsprechend nutzen wir das Online-Format, um den Studierenden das faktische Wissen näher zu bringen, das sie brauchen, um der Lehrveranstaltung zu folgen und eben auch ihr Wissen zu transferieren. In der Präsenzlehre fokussieren wir uns darauf, mit den Studierenden interaktiv in ein Gespräch zu kommen und vor allem die Studierenden dazu hinzuleiten, selbst Fragen zu stellen und mit den anderen Studierenden sich auszutauschen und zu diskutieren, sodass eine Vielfältigkeit von Blickwinkeln bestmöglich genutzt werden kann. Wir verzahnen die beiden Aspekte, indem wir die Studierenden stark in der Lernphase zu Hause anleiten, ihnen genau sagen, wie sie mit den Materialien gut selbstständig lernen können und die Studierenden aktivieren selbst und sie motivieren, selbst Fragen zu stellen und Themen in die Lehrveranstaltungen in Präsenz einzubringen. Ein Prüfungsformat, das wir sehr gerne nutzen, ist das Take-Home-Exam. Das funktioniert so, dass die Studierenden 6 Fragestellungen mit nach Hause bekommen oder auch irgendwo in der Welt, wo sie sich gerade aufhalten, können sie das bearbeiten. Sie wählen 2 Fragen aus und schreiben dazu in 24 Stunden ein 6-seitiges Essay. Das Innovative daran ist, dass die Studierenden alle Materialien, die ihnen zur Verfügung stehen, nutzen dürfen, außer künstliche Intelligenz zur Textproduktion. Und so einfach kritisch und in einem längeren Zeitraum über die Fragestellung nachdenken können und zu ihrem persönlich besten Ergebnis kommen. Das ist näher an der Lebenssituation und später an der Arbeitssituation der Studierenden, weil meistens das Internet und all die wunderbaren Lösungen zur Verfügung stehen und wir den Studierenden gerne beibringen möchten, wie sie sinnvoll mit solchen Tools umgehen können. Soziales Lernen heißt für uns, dass die Studierenden lernen, wie sie selbst auf andere wirken, wie andere auf sie wirken und wie sie vor dem Hintergrund der großen Diversität gemeinsam innovative und kreative Lösungsansätze finden können. Wir fördern das, indem wir zu Beginn der Lehrveranstaltung eine Vorstellungsrunde machen. Wir fragen die Studierenden, weshalb sie an der Lehrveranstaltung teilnehmen, und so lernen die Studierenden auch ein bisschen schon über andere Perspektiven und Hintergründe anderer Studierender. Im Seminar würfeln wir die Studierenden ganz wild in kleine Gruppen zusammen, die verschiedene Hintergründe beinhalten. Das sind einmal internationale oder interkulturelle Aspekte, das sind aber auch Aspekte des Alters oder der Vorkenntnisse, die wir da berücksichtigen, sodass die Studierenden sich mit einer möglichst großen Vielfalt an anderen Personen austauschen können. Die Studierenden haben auch über StudOn verschiedene Möglichkeiten, mit anderen in Austausch zu treten. Wir haben das Forum, aber wir haben auch Kleingruppen, die die Studierenden selbstständig einteilen können, um so Lerngruppen zu bilden, um das Inhaltliche der Lehrveranstaltung gemeinsam zu diskutieren. Es ist eine recht große Herausforderung im digitalen Umfeld, die Studierenden zu aktivieren, weil es einfach inhärent sehr isolierend ist, vor einem Bildschirm zu sitzen und sich Inhalte anzuschauen. Eine Möglichkeit ist, die Videos über StudOn interaktiv zu gestalten. Man kann Fragen einfügen, die die Studierenden beantworten müssen oder auch die Möglichkeit geben, dass die Studierenden Kommentare einfügen, wo sie zum Beispiel Fragen stellen oder besondere Aspekte hervorheben.
Es ist allerdings so, wenn die Studierenden sehr asynchron arbeiten, die einen starten in Woche 1, die anderen kurz vor der Klausur, je nachdem, gehen die Studierenden meistens nicht nochmal zurück und schauen sich die Kommentare der anderen an. Daher nutzen wir sehr gerne das StudOn-Forum, dass die Studierenden selbst Fragen stellen können, aber auch auf die Beiträge anderer reagieren können. Das ist eine Methode, wie wir die Studierenden aktivieren. Und wir haben auch noch eine etwas rigorosere Methode. Und zwar werden die Präsenzveranstaltungen nur angeboten, wenn es auch tatsächlich Fragen und Inhalte seitens der Studierenden gibt, die sie gerne diskutieren möchten. Das bedeutet, wenn seitens der Studierenden keine Fragen oder Inhalte geliefert werden, dann findet die Präsenzveranstaltung nicht statt. Bisher mussten wir das noch nie umsetzen, weil die Studierenden immer Inhalte geliefert haben, über die sie gerne diskutieren möchten, auch Fragen gestellt haben zu den Inhalten oder wie sie die Inhalte anwenden können, sodass immer sehr lebhafte Veranstaltungen zustande gekommen sind. Also den wichtigsten Aspekt an der Universität finde ich, dass wir den Studierenden vermitteln, wie man kritisch über Dinge reflektiert und nachdenkt. Natürlich ist faktisches Wissen sehr wichtig und auch ein guter Grundstein, aber wir müssen auch sicherstellen, dass die Studierenden kritisch darüber nachdenken und ihr Wissen anwenden können. Diese Transferleistung kann eben sehr gut dadurch gefördert werden, dass man digitale und Präsenzmodelle miteinander verzahnt und sich auch selbst darauf fokussieren kann, mit den Studierenden in Austausch zu treten. Und das funktioniert gut, indem man das faktische Wissen digital abbildet. Die Studierenden haben auch den Vorteil, dass sie bestimmte Dinge immer wieder anschauen, nachhören, nachlesen können. Und das wird ihnen auch später in der Berufswelt ja immer zur Verfügung stehen. Aber das Wie kann ich über was nachdenken, was kritisch bewerten, die beste Lösung finden, ist was, das keine Maschine kann. Und das ist, was wir fördern sollten.